Willkommen zurück zu Final Fantasy 13 Lightning Returns mit einer schlechten Nachricht. Und zwar habe ich jetzt geguckt und zwar haben wir einen Bug im Spiel, der mich jetzt gerade so ein bisschen ankotzt, weil die Jünger Etros sollten normalerweise gar nicht an dieser Stelle hier stehen, wo sie bei mir stehen. Wie ihr seht, ich habe den Speicherpunkt jetzt gar nicht überschrieben, weil der Röhrkrepierer ist. Die Jünger Etros, die bei mir jetzt hier in diesem Eck hängen, die sollten da eigentlich gar nicht stehen. Weil normalerweise laufen die hier hinten weiter. Hier lang. Das ist scheiße, weil dann können wir diesen Quest jetzt gar nicht schaffen. Dann folgt man ihnen normalerweise hier hinten hin. Steht er ungefähr hier. Und dann klingelt hier das Telefon, wie wir es ja schon hören. Und dann bekommen wir hier einen Code gesagt. Dieser Code kriegen wir jetzt natürlich nicht gesagt, weil die Jünger Etros nicht hier in dem Eck sind. Und das kotzt mich jetzt gerade ein bisschen an. Dann würde man zurück in die Stadt gehen und könnte die Tore öffnen oder sowas. Aber bei uns ist es ja wirklich so, dass die einfach hier diese Eck verbuggt sind. Ich verstehe auch gar nicht wieso. Wieso passiert immer sowas bei uns? Warum? Warum? Das finde ich auch jetzt ein bisschen ein Röhrkrepierer, ohne Witz. Weil wir haben es ja auch versucht, sie zu besiegen. Es sind 6 Stück. 6 Stück sind zu viel, das schaffen wir nicht. Cool. Vielleicht schaffen wir es ja, diese 3 zu besiegen. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der die angegriffen hat, ehrlich gesagt. Aber ich finde es cool. Für dich gibt's keinen Safe mehr. Yeah. Wie man sieht, sie sind natürlich auch so stark. Normalerweise sollte man sie noch nicht besiegen. Aber ich meine, wenn das Spiel uns verarscht, dann werden wir das Spiel auch verarschen. Ich sag ja, Final Fantasy 13, meine Let's Plays, generell meine Let's Plays, sind immer anders wie andere Let's Plays. Hier passieren Sachen, die gibt es eigentlich gar nicht. Reißendes irgendwas stand da. Carpe Diem oder so. Aber selbst gegen die wird's eng. Eins gegen eins. Ich glaube, wir verlieren das sogar. Wir uns ja wieder leicht geheilt haben. Auf jeden Fall sehr knapp. Wir haben nur keine Energie mehr. Oh, wir gewinnen sogar. Jawohl! Diese 3 haben wir damit besiegt. Normal. Die Waldstärke, die Protest und Bronzemedaille. I don't think this is gonna work after all. Alright, time to move to plan B. We know they're headed somewhere, right? Ja. Let's see if we can find their destination without trailing them. Light, I have new information. The Order seems to be looking for a phone booth of some sort. There's a phone that rings late at night, even when there's no one around to pick it up. Ja, da waren wir ja eben schon. Dann werden wir jetzt da nochmal hingehen. Aber jetzt sind die Jünger natürlich weg. Das ist halt das Coole. Ich würde mich gerne heilen, aber da waren die halt Gegenstände. Sehr gut.
According to the order, Vielleicht haben wir jetzt diesen kleinen Bug doch it's a noch 10 irgendwie but why don't you try to find that phone? zu unseren Gunsten geschafft, weil die Telefonzelle war hier. Cool! Also mussten wir die besiegen und dann können wir jetzt hier doch noch hin. Cool. You are late. The rite shall soon begin. True believer, the goddess hears you. Speak now the 4 numbers. You are not one of us. What kind of rights could he have been referring to? And what are the 4 numbers? Guess they're a password of some kind. If you give them the right numbers, you get to join the party. Simple but effective security. Handy if you want to hide a murder. A password, huh? We'll need to figure it out somehow. Let's head back to town and look for clues. Luxurion, die 4 Ziffern. Ich weiß gar nicht, ob wir... Entschuldigung. Ob wir jetzt generell dieses Tutorium hier hätten, wenn wir auch gelauscht hätten, weil dann hätten wir jetzt gesagt bekommen, die Passwörter, weil ein Jünger Etros hätte dann telefoniert mit diesem mysteriösen Mann und er hätte dann die Passwörter bekommen, dann hätte Lightning sie direkt gewusst. Jetzt müssen wir natürlich die Passwörter erst suchen. Luxurion, die 4 Ziffern. Die Kinder Etros halten jede Nacht Rituale ab, in denen sie unschuldige Frauen opfern. Um ihre Zeremonie zu stürmen, brauchst du den Code, der dir Zugang zu ihrem Versammlungsort verschafft. Er besteht aus 4 Ziffern, die an 4 Wänden in Luxurion stehen. Die Ziffern erscheinen morgens um 6, der Code ändert sich nicht. Wenn du ihn hast, kannst du ihn daher auch an folgenden Tagen verwenden. Wenn du Schwierigkeiten hast, die Ziffern zu finden, dann sprich mit Leuten in der Stadt, vielleicht hat sie jemand gesehen. Sperrzeiten von Toren und Türen. Um in einer vom Chaos zerrütteten Welt ein verhaltungsmäßig sicheres Alltagsleben zu gewährleisten, werden bestimmte Areale je nach Tageszeit isoliert. Die Türen und Tore solcher Areale werden verriegelt, bis das Chaos weitergezogen ist. So wird das Südviertel in Luxurion beispielsweise nur zwischen 0 und 6 Uhr freigegeben. Auf der Karte werden betroffene Durchgänge mit einem Torsymbol versehen. Die konkreten Sperrzeiten sind an entsprechende Toren und Türen angewiesen. Heißt, da es jetzt gleich 6 Uhr ist, können wir jetzt nicht mehr nach Südviertel, das müssen wir dann auf morgen verschieben. Ist ja schon 20 vor 5. The heretical cult, the so-called Da liegt was. Etro, are behind the murders. Eine Bronzemedaille. They become increasingly visible in the city. Judging by the tone of their message, they view the Savior as their enemy. What I don't understand is why they would target you. You're here to save souls. Weil wir die and to a new Erlöser world. sind. Why wouldn't they want that? It's not that Nein, auch noch vorbeigeschlagen. God's savior looks as Das ist dein Ernst, das ist dein Ernst. Ach, das ist dieses Miobentos, dieses Insekt war das. Wir machen 0 Schaden. Es geht mit ihm. Also ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen, weil wir echt 0 Schaden haben. you want to be saved. Könnte eine zähe Angelegenheit werden. Also im Moment glaube ich, dass wir das Ding hier verlieren. Also wenn wir diesen Kampf verlieren, werden wir in die Arche zurückgehen, weil ich glaube, wir verlieren 2 Stunden, wenn wir tot sind. Eyes to the future. It's your funeral. Wir machen echt keinen Schaden. Ja. Vorhin haben wir doch auch diese Viecher besiegt. Ich verstehe nicht, warum wir sie jetzt nicht mehr besiegen können. Ist das ein mega Anführer? Super Viech oder was? Noch Don't 10 worry. Minuten. Even if the world hates you, I'll always be Super. by your side, Light.
What do you want to do? Will you go Ich looking würde for gerne that noch so code? einen Buchstaben The finden, children aber of die werden Etros nicht gather hier direkt now. vor unserer They'll be Haustür out of my reach until sein. they're done with their Er läuft immer noch rum. Das ist business. ein Quest. Das Quest will ich noch annehmen. Oh, das war knapp. Wen hast du verloren, kleiner Junge? Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Mädchen. Did you lose something? What was it? I lost my Oh, carbuncle ein doll. Mädchen. It was the prettiest green color. It was an antique. It was my favorite doll in the entire world. Chin up. Die It must be absolut beste somewhere. Puppe der If Welt, you search natürlich. hard enough, you'll be able to find it. I know where it is. The chaos took it away from me. Anything that chaos touches just disappears and you never see it again. Just because you can't see something, it doesn't mean it's gone. In fact, there might be a way to get it back. Really? I don't believe you. Diese Katze im Hintergrund. All right, then I'll find it for you and prove it. You're looking for a green carbuncle doll, is that right? I might as well. There's not much time left. Das werden wir natürlich I dann won't auch waste it. für das Mädchen machen. Jetzt brauchen wir uns gar nicht mehr zu bewegen. In 2 Minuten werden wir auf die Eiche zurückkehren. Decide the very fate of the world. Wir werden auf jeden Fall ihre Puppe irgendwann im Laufe des Spiels zurückholen. Ende von Tag 1. Lightning kehrt in die Eiche zurück. Ja, so viel haben wir gar nicht geschafft am ersten Tag. Schade eigentlich. Vor allem mit diesem Fail mit den Etros Jüngern, die da auf einmal festgebackt sind und nicht mehr weiterkamen. Das war so ein kleiner Röhrkopierer. Welcome back, Light. Now step forward and offer your Aradia so we can give time back to the world. Pray. As the world dies around me, I offer this blessing. Das war jetzt aber nicht viel Glorie. 5 Tage bis zum Weltuntergang. Es ist ja so, wenn man genügend Glorie dem Baum spendet, bekommt man einen Extra-Tag, einen 14. Tag, an dem man noch mehr Missionen machen kann, mehr Menschen retten und so weiter. Und das will ich auf jeden Fall schaffen. Also das will ich auf jeden Fall schaffen. Ach, jetzt wissen wir auch, wie der Baum heißt. Yggdrasil. Aradia gives Yggdrasil the power to grow. As the tree grows stronger, so too does the world. With enough Aradia, you can extend its life and push back the day of destruction. Genau. Up to 13 days, after which God awakens. So the more Aradia I can collect, the bigger that tree will grow. And the bigger the tree, the longer the world has before Doomsday. Heißt, wenn mir jetzt zum Beispiel überhaupt niemand helfen würde, würde nach 6 Tagen die Welt zerstört werden. Was brauchst du? Inventar auffüllen. EP eintauschen. Fünf EP Heilgegenstände. Nö. Einfach mal angucken, was er so sagt. Yggdrasil Zustand überprüfen. Das Licht des heiligen Baums Yggdrasil strahlt durch die dargebrachten Glorien noch stärker. Schenke ihm noch mehr Glorien, um die Lebenszeit von Nova Chrysalia zu verlängern. Mit Hope sprechen. Über die Erlöserin. The destruction began 500 years ago, but you know that. It was when the chaos first flooded into our world. Most of the world was lost immediately under the ocean of chaos. Only one small region survived. The survivors call their island of refuge Nova Chrysalia. The chaos brought destruction, and a kind of immortality too. Suddenly everyone stopped growing. It was like we'd lost our time. But if that was a gift, it was a poisoned one. We could not age, and neither could new life be born. There were no more children. But although we were ageless, we were not immune to death. Sickness, accidents, and violence could still kill us. Life remained as fragile as it had always been. And so humanity began a new chapter of its history. The population slowly shrinking, the survivors falling into an ennui born of lives that last too long. Eventually, new creeds took hold and new legends created. One of these told of the Savior, a servant of God.
She would descend to Nova Chrysalia at the end of the world, humanity's last chance for salvation. Und die Erlöserin sind wir. Über die The Arche. Ark is the remains of the artificial cocoon, a planet built of steel, back when humanity still dared to dream of greatness. Benevelza has repurposed the world we built. This is where the souls of the saved are kept, ready to be reborn in the new world. But the people down on the surface have forgotten what this stands for and simply call it a moon. Überhaupt. Who Auch am wenn wir I das nicht exactly? wissen wollen. It's a question I don't have the answer to. I don't know how I know the things I'm telling you. I don't know who gave me the knowledge. It's not that I have forgotten my past. Some memories are still there, and I can summon them when I want. It's just that I can't recall the emotions they should evoke, as if they're images of someone else's life. I know that I once lived in a great city on the surface of the planet. I know that Snow and I joined forces to try and battle the menace of the chaos. And then, suddenly, I was here. I tried to find out what happened. According to records that still survive, the man called Hope Estime disappeared 169 years ago. But the records and my memory end there. What happened after that? I can only assume I was in the hands of God. I was part of his plan, so he took me and prepared me for the role that I had to play. Hauptmission. There are certain areas within Nova Chrysalia that I want you to focus on. 5 locations where I'm picking up anomalous chaos readings. And I'm guessing one of those locations is right where Snow is. Yes, exactly. The palace in the city of Yusnan. There is another spot, in the heart of Luxarian, the holy city. One more in the scorching sands of the Dead Dunes. And finally, I've measured large chaos fluctuations at 2 locations in the Wildlands. 4 regions, 5 locations. To be more precise, the goals are people, not places. For example, the chaos activity in and around Snow's palace is linked to him, and the darkness in his heart. It's the same kind of chaos that I'm picking up in the other 4 locations. And you want me to find these 5 people? They're your priority, yes. Those people have massive burdens on them. The fate of many rests on their shoulders, and that makes your task all the harder. Helping them will not be easy, even for God's handpicked savior. But I can help you. There's a hard Nebenmission. truth we must face. There are thousands of people down in the world waiting to be saved, but you cannot help all of them. It's not possible. Wir werden es I've aber only got a versuchen. handful of days. There just isn't enough time, right? This will sound cold, but you need to be efficient. Saving people who are suffering under the heaviest burdens will give you more Aradia, which is good for us. But the greater the burden, the more you might have to do before that soul can be saved. Sometimes, solving someone's problem might just take too long. You're saying I shouldn't waste time on helping the hard cases. I've got to pick and choose who gets saved. Of course it would be best if you could save everyone, but you can't. It's a numbers game, Light. The more souls you save, the more Aradia you can gather and offer to the tree. The time spent helping one person might be better spent saving the souls of 10 others. Efficiency by volume, is that it? A numbers game, like you say. Control costs and maximize profits. What is it that they say? Time is money. Das hört sich nicht gut an. Über die verlorene In Zeit. this world, all the clocks count to 12, but that wasn't always the case. Back in the old days, all clocks went to 13. Somehow, when the chaos first flooded into the world, we lost that 13th hour. It was one of the great mysteries. No one could figure it out. But happen, it did. And the results were dramatic. Space-time has been damaged. Where once each day lasted 26 hours, now only lasts 24. 2 hours of every day gone, just like that. The lost time. Die Uhren gingen hier 26 Stunden. Wo lebt ihr? Ich glaube, es gibt wieder neue Schatztruhen, oder? Ja. Rotmagier, Liberator und Junos Poa... Irgendwas. Da ist was, da ist was, da ist... Alter, ich dachte, ich bin gerade runtergefallen. Deshalb war ich so ruhig auf einmal. Ich wollte gerade sagen, da schwimmt eine Kiste oder sowas und auf einmal... nein.
Nein, nein. Das war jetzt aber mehr als knapp, würde ich sagen. So ganz kleines bisschen. Kampfgarnitatur. Die Kirke gefällt mir nämlich gar nicht. Obwohl die einen Verteidiger drin hat. Dunkle Muße. Göttlichkeit. Angreifen Stärke 2, dieses Nocturne. Gefällt mir richtig gut. Leichte Hiebstufe 2. Also die Rotmagie hätte ich gerne dabei. Und Göttlichkeit ist natürlich die, die am meisten Schaden im Moment macht. Aber ich würde gern auch mal auf Nocturne, weil Nocturne hat halt Angreifen Stufe 2 und das ist ein bisschen stärker. Und ein richtig geiles Schwert. Also wir werden auf jeden Fall jetzt Nocturne erstmal spielen. Rotmagier hat Teufelsbrut, könnte auf Sakra gehen. Dann geht der Angriffsschaden hoch, aber die Angriffsmagie runter. Teufelsbrut. Teufelsbrut ist natürlich auf Magie ausgelegt. Müssten wir dann Magie benutzen. Also leichte Hieb und Ruinieren haben wir ja noch nicht freigeschaltet. Macht ja auch Sinn. Die maximale TP-Wert würde runtergehen, dafür würde das Blockvermögen hochgehen. Lohnt sich nicht für mich. Doppelkreuz. Wird es bei dir was bringen? Das Doppelkreuz hat maximal TP-Wert plus 100, ATB Füllrad plus 10 und Blockvermögen. Da würden die TP aber wenigstens noch ein Stückchen hochgehen. Und bei Göttlichkeit... Nehmen wir es bei Göttlichkeit, dann haben wir nämlich überall was Blaues und mehr. Und damit, Freunde, wie es an Tag 2 weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Bis dann, ciao!